Die deutsche Verneinung. Grundsätzlich hast du da drei verschiedene Möglichkeiten, nämlich Nein, Nicht und Kein. Aber ist dir bewusst, dass du fast alles immer mit Nicht verneinen musst? Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Heute geht es um die Verneinung. Da hast du ja grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten, nämlich Nein, Kein und Nicht. Zu Kein und zur Deklination von Kein habe ich schon mal extra ein Video gemacht. Deswegen um die Deklination von Kein geht es heute hier nicht. Dafür klicke einfach auf das Video, was ich dir hier in den Infokarten verlinke. Heute geht es darum, wann genau benutzt du Nein, Kein und Nicht. Und damit ich dir das anhand von vielen Beispielen erklären kann, dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. Hier haben wir als erstes drei Beispiele für die drei Hauptmöglichkeiten der Verneinung. Nein. Willst du ein Eis? Nein. Für kein, ich möchte kein Eis. Oder für nicht, ich mag Eis nicht. Kommen wir jetzt zur Verwendung im Allgemeinen. Als erstes das einfachste Nein. Nein ist immer die negative Antwort auf eine Frage. Und Nein wird ausschließlich zur Beantwortung von Fragen benutzt. Zum Beispiel, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nein. Bist du fertig? Nein, Mami. Immer nur als negative Antwort auf eine Frage und für nichts anderes. Kommen wir jetzt zur Verwendung von kein. Kein verneint ausschließlich Nomen und wird bei Nomen ohne Artikel und bei Nomen mit einem unbestimmten Artikel verwendet und muss außerdem dekliniert werden. Also nicht bei allen Nomen, sondern nur bei unbestimmten Nomen ohne Artikel und bei Nomen mit einem unbestimmten Artikel. Also grundsätzlich bei allem, was ein hat oder gar keinen Artikel. Schauen wir uns dazu noch ein paar Beispiele an. Hast du Durst? Ich habe keinen Durst. Das ist ein Hund, das ist kein Hund. Hier haben wir ein davor stehen und um das zu verneinen, machen wir ein kein draus. Und hier gibt es gar keinen Artikel und auch das verneinen wir immer mit kein. Ich habe keinen Durst. Also, wenn hier ein bestimmter Artikel davor stehen würde, das ist der Hund, dann verneinst du das nicht mit kein, sondern mit nicht. Nein, das ist nicht der Hund. Kommen wir jetzt zur Verwendung von nicht. Mit nicht wird eigentlich alles verneint, was wir nicht mit kein oder nein verneinen. Das bedeutet, alle Verben, Adjektive, Pronomen, Präpositionen, Adverbien, Eigennamen und Nomen mit bestimmten und possessiven Artikeln und auch Satzteile und ganze Sätze mit nicht verneint werden. Wie zum Beispiel, ich esse das nicht. Hier verneinen wir essen. Ich habe das nicht gemacht. Wir verneinen machen. Und ich mag dich nicht. Alles wird mit nicht verneint. Auch das ist nicht schön. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Auch hier wird der ganze Satz verneint und auch das wird nicht mit nicht verneint. Wo genau das nicht hinkommt und wie du herausfindest, was es verneint, erkläre ich dir morgen in meinem nächsten Video Position von nicht. Also warte darauf oder wenn du das Video später siehst, schau in die Infokarte. Da habe ich es dir verlinkt. Außer diesen drei Hauptmöglichkeiten gibt es aber auch noch weitere Möglichkeiten, etwas zu verneinen, und das sind die Wörter mit negativem Gegenteil. Denn einige Wörter haben immer noch ein verneinendes Gegenteil und bilden dementsprechend ihre Verneinung mit genau diesem Gegenteil. Jemand und das negative Gegenteil davon ist niemand.
für Personen. Siehst du jemand oder jemanden? Ich sehe niemanden. Überall und irgendwo werden mit nirgends und nirgendwo verneint. Das bezieht sich immer auf einen Ort. Hast du überall nach dem Handy geschaut? Ich finde es nirgends oder ich finde es nirgendwo. Etwas oder auch alles wird mit nichts verneint. Hier, das sind keine Personen. Darfst du etwas kaufen? Nein, ich darf nichts kaufen. Und bisher waren das Indefinit-Pronomen bzw. lokale Adverbien. Und hier haben wir noch temporales Adverb, was auch ein Gegenteil hat. Immer wird mit nie verneint. Die Serie kommt immer abends, die Serie kommt nie abends. Das ist das negative Gegenteil. Bedeutet aber nicht, dass man diese Adverbien nicht auch mit nicht verneinen kann. Sie sind nur besonders, weil sie ein negatives Gegenteil haben. Aber die Indefinitpronomen hier, das sind diese zwei und diese hier, die kannst du nicht mit nicht verneinen, sondern diese kannst du nur mit dem Gegenteil verneinen. Die Adverbien, das sind diese zwei, die kannst du auch mit nicht verneinen. Natürlich nur die positive Variante, nicht die sowieso schon negative Variante. Nicht nirgends und nicht nie funktioniert vom Sinn alleine her nicht. So, jetzt sollte dir klar sein, du musst eigentlich fast alles immer mit nicht verneinen, außer es ist ein unbestimmtes Nomen oder eine Frage, auf die du antwortest. Die große Frage, die jetzt aber noch bleibt für dich, ist wahrscheinlich, ja, wo genau kommt das nicht denn eigentlich im Satz hin? Kommt es vor, das Wort, was ich verneinen möchte, oder kommt es ans Ende vom Satz? Häufig ist beides richtig, aber der Unterschied liegt dann in der Bedeutung. Deswegen sehen wir uns hoffentlich morgen beim nächsten Video wieder. Da erkläre ich dir nämlich die Position von nicht. Und falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere jetzt meinen Kanal, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Und bis zum nächsten Video wünsche ich dir erstmal viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.